Hi, ich bin Dennis, Mitgründer von Valuant. Wir helfen CFOs und Revenue Teams, ihren Quote-to-Cash-Prozess mithilfe der Salesforce Revenue Cloud zu digitalisieren. Das bedeutet weniger Friktion, mehr Marge, schnellere Cashflows. Und heute schauen wir uns mal den Angebotserstellungsprozess an. Ja, das ist ja so ein bisschen die Grundlage für das ganze Thema. Und stellt euch vor, ihr seid ein Softwareunternehmen und ihr habt vielleicht noch ein Legacy-Geschäft, das heißt, ihr habt On-Premise-Software verkauft. Inzwischen habt ihr aber auch ein SaaS-Offering, also sozusagen monatliche oder jährliche Lizenzen, die ihr verkauft. Und ihr habt sogar eine Consumption-based Komponente, also eine sozusagen verbrauchsbasierte Komponente, ein bisschen wie beim Handy, ne, wo getrackt wird, hey, wie viele Minuten habe ich telefoniert? Gerade jetzt mit den ganzen KI-Offerings ist das was wir immer öfter sehen. Und da möchte ich euch auf eine kleine Demo einladen, wie man das Ganze machen kann. Und wir sind jetzt hier gerade in Salesforce. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, ist Zentric Sales. Und genau, gerade sind wir im Austausch mit der Firma GenePoint und die haben uns jetzt gebeten, ihnen ein Angebot zu schicken. Und das machen wir natürlich in Salesforce, nicht in Excel. Und wie das Ganze abläuft, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und zwar sind wir hier im Prinzip gerade dabei in der Angebotsmaske. Und jetzt können wir eben direkt ein Angebot erstellen. Wir haben die Möglichkeit, ich hatte es angesprochen, viele Unternehmen werden das auch kennen, die im Softwarebereich sind. Man hat vielleicht noch, was oft auch Legacy genannt wird, alte Verträge, wo im Prinzip noch On-Premise-Software verkauft wird, vielleicht mit Maintenance-Verträgen, wechselt aber mehr Richtung der Software-as-a-Service-Welt und in diesem Fall möchte GenePoint auch ein Angebot eben für die Software-as-a-Service-Lösung und die wählen wir jetzt hier mal aus, die All-in-One-Centric-Plattform und jetzt können wir auch direkt hier in den Konfigurator gehen, das heißt, wir kriegen hier Hinweise, eben, was gilt es zu konfigurieren für das Angebot. Das hilft mir natürlich im Vertrieb enorm. Insbesondere stellt euch vor, ich bin vielleicht auch erst vor kurzem geonboardet worden. Das heißt, ich kenne das Produktportfolio noch nicht so gut. Da hilft mir das System natürlich. Und im ersten Schritt muss ich erstmal aussuchen, ja, welche Komponente, also welche Variante ist es Professional, Advanced oder Enterprise, in dem Fall Enterprise. Und dann können wir eben auch Prepaid Packages, ich hatte es angesprochen, mehr und mehr Unternehmen, gerade auch wenn es um so KI-Credits geht, also so künstliche Intelligenz, wo nutzungsbasiert abgerechnet wird. Und hier in dem Fall möchte der Kunde erstmal direkt 3000 Credits mit dazu buchen. Dann haben wir noch das Thema Integrations. Das lässt sich hier natürlich auch alles anpassen. In dem Fall wollen wir ihm auch noch, hat er auch gebeten, eben den 24/7 Telefonsupport mit dazu zu buchen. Und so schnell können wir ein Angebot konfigurieren. Jetzt ist natürlich auch spannend, was kostet das Ganze? Und was ihr gleich sehen werdet, was eben total hilfreich ist, wir haben eben nicht nur die einzelnen Komponenten hier im Überblick, sondern wir sehen auch, was davon ist ein einmaliges Fee, sozusagen die initiale Installation und was ist dann wirklich an wiederkehrenden monatlichen Kosten. Ja, das ist jetzt irgendwie 75 Euro fein. Und dann schauen wir uns das Ganze auch mal hier in der Quote an. Und was ich ganz spannend finde, ist, wir haben jetzt eben die Möglichkeit, hier sehen wir im Prinzip das Produkt mit den einzelnen Komponenten. In dem Fall ist es tatsächlich ein monatliches Abonnement. Wir haben aber mit dem Kunden abgemacht, dass er eben direkt sich für 12 Monate, also einen 12-monatigen Subskriptionszyklus verpflichtet, können das entsprechend anpassen. Und genau, ja, das heißt, können wir den Kunden ein Angebot rausschicken. Ich habe aber in der Zwischenzeit nochmal mit dem Kunden gesprochen, gesagt, bist du sicher, dass du nur eine Lizenz brauchst? Du hast mir doch erzählt, dass ihr 30 Nutzer habt und deswegen hat der Kunde gesagt, stimmt, du hast recht, wir sollten das auf jeden Fall für 30 Nutzer machen und da haben wir eben auch die Möglichkeit, nochmal in die Konfiguration reinzugehen, zu sagen, hey, statt 10 nehmen wir direkt 30 Centric Enterprise Lizenzen, speichern das Ganze. Und was jetzt natürlich spannend ist, wie wirkt sich das auf den Preis aus? Wir hatten ja eben schon gesehen, wir haben hier einen Split, einmalig, monatlich und jetzt sehen wir halt eben auch hier 975 Euro ist der einmalige Setup-Preis, aber die monatlichen Kosten sind natürlich hochgegangen, weil wir jetzt eben über 30 Lizenzen sprechen. Ja, und damit haben wir auch schon das Angebot. So einfach geht das. Also ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir gerade gesehen haben. Ja, wir haben die Möglichkeit, in Salesforce direkt ein Angebot zu erstellen, was 3 verschiedene
Geschäftsmodelle im Prinzip abbildet. Die einmalige Berechnung, also das Installationsfee, die monatlichen Kosten für die Nutzerlizenzen und sogar eine nutzungsbasierte, also eine Consumption-Based Component, wo wir eben Credits vorab als Kunde oder dem Kunden schon anbieten können. Und das können wir eben hier schnell konfigurieren und dann auch als Angebot, wenn wir möchten, als PDF rausschicken oder eben per E-Mail. Und that's it. Falls ihr dazu Fragen habt, sagt gerne Bescheid. Ansonsten schauen wir uns in weiteren Videos noch Themen an wie Approval-Prozess. Ja, oft sagt der Kunde ja auch, hey, ich würde gerne noch wissen, können wir da noch was beim Preis machen? Und da möchte man oft vielleicht auch dem Kunden mal entgegenkommen, aber möchte natürlich auch, dass der Vertrieb nicht zu kreativ wird. Sprich, unter Umständen möchte man über bestimmten Prozenten, hat man einen Freigabeprozess, ist was wir ganz oft sehen. Und die Möglichkeit haben wir natürlich auch in Salesforce. Vielen Dank, falls ihr Fragen habt, kommentiert gerne oder meldet euch direkt bei uns, valuant.io. Auf Wiedersehen.